Die Zukunft von Assassin's Creed sieht höchst interessant aus. Wir könnten in den nächsten Monaten eine Crossover-Story für Assassin's Creed Origins bekommen. Außerdem sind Leaks im Raum, die behaupten, dass wir ein neues Assassin's Creed mit dem Namen Assassin's Creed Rift bekommen, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres sogar. Und dazu wurde vor 4 Tagen ein weiterer Leak veröffentlicht auf Reddit, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen und der vor allen Dingen auch beinhaltet, wann wir zum ersten Mal Gameplay sehen könnten von Assassin's Creed Rift und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier auf Reddit, den Link zum Beitrag habe ich euch in die Beschreibung gepackt, sehen wir, dass der Nutzer Rock Agent insgesamt 7 Informationen in diesen Leak gepackt hat und die erste schauen wir uns jetzt mal an. Assassin's Creed Rift findet im 9. Jahrhundert bzw. 900 nach Christus in Bagdad statt. Basim ist kein Protagonist mehr in diesem Spiel und es gibt einen neuen Protagonisten. Since ND returned, he's overlooking plot on this project. Ich weiß nicht, wer ND sein soll, aber der überwacht das neue Projekt und ich finde ihn interessant, weil Bagdad, das wissen wir natürlich, im 9. Jahrhundert wissen wir glaube ich noch nicht, würde auf jeden Fall in den Rahmen Valhalla passen, vielleicht davor oder danach sogar, und dass Basim kein Protagonist mehr sein soll in diesem Spiel, das glaube ich nicht, weil Basim so ein bekannter und populärer Charakter ist. Ich glaube, da würden sie den Drive, den sie halt mit Valhalla haben, mit Basim, den würden sie ja komplett verlieren, wenn sie jetzt einen komplett neuen Protagonisten mit reinbauen. Ja, aber Bagdad, 900 nach Christus, das klingt für mich sehr logisch. Die zweite Information ist eigentlich auch bekannt. Das Game wird sich mehr auf die klassischen Elemente fokussieren, wie Parkour oder Stealth-Kills oder sowas. Hier steht jetzt AVT und AOE. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist eigentlich schon bekannt. Bagdad wird eine sehr dichte Map sein im Vergleich wie Havanna von Assassin's Creed 4. Und das glaube ich auch. Bagdad war wahrscheinlich zur damaligen Zeit wirklich eine sehr dicht bebaute Stadt. Und das heißt, wir haben eine Menge Möglichkeiten zu klettern, Leute. Das gefällt mir auf jeden Fall. Die dritte Information, die kann man eigentlich auch überspringen. Hier steht nur, dass das Ganze ein DLC sein sollte, dann in ein Side-Game umgewandelt wurde und jetzt ein volles AAA-Game ist. Ich weiß nicht, was ich aus der Information nehmen soll. Die ist eigentlich komplett überflüssig, weil was ist jetzt ein AAA-Game und wo ist da die Grenze? Was ist ein Side-Game? Man weiß es nicht. Ich meine, Dawn of Ragnarok für 40 € könnte man eigentlich auch schon als Side-Game ansehen, ja, auch was die Spielzeit angeht. Aber gut, machen wir weiter mit der nächsten Information, und zwar soll das Projekt von Ubisoft Sophia geführt werden und Ubisoft Toronto und andere Studios unterstützen dabei. Das halte ich auch für unrealistisch, weil Ubisoft Sophia, ich sag mal, vielleicht im Dezember letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres erst mit dem Dawn of Ragnarok DLC fertig wurden und ich nicht glaube, dass sie da die Hauptarbeit leisten für dieses DLC. Ubisoft Toronto könnte stimmen oder eins der anderen größeren Studios von Ubisoft. Montreal, Quebec, was gibt's noch? Viele andere auf jeden Fall, aber große Studios, wie diese beiden zum Beispiel oder Toronto. Das klingt eher realistisch. Und Freunde, bevor wir uns angucken, wann Rift revealed werden könnte, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Danke erstmal dafür. Und wenn ihr Bock auf AC habt, dann lasst doch gleich ein Abo da, Freunde. Verpasst ihr wirklich nichts. Ihr würdet mich mega supporten und wir erreichen gemeinsam die 5000 vielleicht noch in diesem Sommer. Aber die 5. Information ist sehr interessant. Die zeigt natürlich, wann Rift kommen könnte, beziehungsweise revealed wird. Und hier steht es bei dem Xbox Showcase am, soweit ich weiß, 12. Juni. Am Sonntag, da soll es revealed werden und volles Gameplay soll während der Ubisoft Forward Anfang Juli gezeigt werden. Also hier hat er erstmal 2 heftige Informationen rausgehauen. Xbox Showcase mit Rift, heftig auf jeden Fall. Könnte zusammenhängen, weil das bestimmt noch vor den Deals mit PlayStation gemacht wurde. Also Rift wurde vor den Deals mit PlayStation entwickelt. Und von daher realistisch und volles Gameplay während der Ubisoft Forward fände ich wirklich mega. Anfang Juli wäre nicht so nice, weil ich da arbeiten müsste. Ich habe keinen Urlaub mehr dort. Ich habe mir extra für die Zeit im Juni Urlaub genommen. Das wäre sowas von geil, wenn wir da schon Gameplay sehen würden. Doch was ist eure Vermutung? Wird da was kommen? Werden wir Rift Reveals in diesem Monat noch bekommen? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, oder habt ihr andere Theorien? Und die letzten beiden Informationen, ich reveal sie mal hier für euch. Die sind
interessant, aber eigentlich überflüssig, weil sie dem Leak so ein bisschen mehr Fülle geben. Hier steht, dass Infinity verspätet wird. Es sollte ja eigentlich 2023 rauskommen, laut dieser Information. Wird jetzt aber 2024 kommen. Ja, das ist so unwichtig, weil wenn Rift 2022, 2023 rauskommt, dann glaube ich, ist es logisch, dass Infinity auch verspätet wird. Und AC1 Remake ist noch immer in Arbeit. Das ist halt ohne Zusammenhang, das ist halt das Problem. Also hier hat der Leak halt keine Informationen. Wir wissen weder von wem, wann, von was, thematisch. Ja, das ist halt ohne Zusammenhang, könnte halt wirklich stimmen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn AC1 ein Remake bekommt, aber ich glaube nicht, dass das hier real ist. Der Leak an sich im Ganzen von Rock Agent war höchst interessant. 3 Informationen waren für mich da super wichtig. Der Reveal von Rift, wer das Projekt führt und dass tatsächlich mit der Karte das Bagdad so ein bisschen dichter ist, ähnlich wie in Havanna von Assassin's Creed Black Flag, aber der Rest ist eigentlich nicht so relevant, weil da schon alles erzählt wurde zu dem, was wir da gelesen haben. Aber Freunde, wie fandet ihr diesen Leak, wie fandet ihr dieses Video? Sehen wir uns in einem meiner anderen Videos? Das würde mich auch mal interessieren. Wenn ja, lasst doch gerne mal jetzt den Dränger-Daumen nach oben da, Freunde. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Bis dahin, meine Freunde. Tschö mit Ö und ciao mit V.